Herzlich willkommen bei Folge 3 dieser Radreise und wir beginnen jetzt am Tag 4 in Straßburg-Ilchkirch fahren wir los und die Tagesetappe führt uns bis in das Örtchen Beinheim in Elsass. Hier auf der Karte könnt ihr es nochmal sehen und es waren ungefähr 52 Kilometer an diesem Tag. Ja, in der letzten Nacht hat mich leider eine Migräneattacke heimgesucht. Das heißt, ich bin nachts mit Migräne, Kopfschmerzen und Übelkeit aufgewacht, habe meine Medikamente genommen, mich wieder hingelegt, weiter geschlafen und auch etwas länger geschlafen als normalerweise. Ja, und wie mache ich das mit Migräne auf so einer Reise? Durch die Medikamente hatte ich zum Glück keine Schmerzen mehr, aber die Erschöpfung merke ich noch so 8 bis 12 Stunden nach der Medikamenteneinnahme auf jeden Fall. Das heißt, im Vormittag haben wir ganz gemütlich angefangen, langsam gepackt und wir sind anschließend ganz gemütlich und gemächlich in Richtung Straßburg Innenstadt geradelt. Ja, wie ihr hier im Video sehen könnt, sind die Radwege wieder richtig schön baulich getrennt von den Autostreifen. Hier geht es sogar mal unter einem Gebäude durch. Ja, immer genug Platz. Das hat richtig Spaß gemacht, richtig Freude gemacht. Und wie man hier sieht, ist es auch so, dass die Fußgänger nicht einfach auf dem Radweg fahren und die Radfahrer nicht einfach auf dem Fußweg fahren, wie ich es von zu Hause leider oft kenne. Also nein, hier konnten wir das Radeln richtig genießen. Ihr seht, wir haben ein paar schöne Fotos gemacht am Rande der Altstadt, uns Zeit genommen, hier alles in Ruhe anzugucken. Ja, das war richtig schön zu sehen. Ungefähr morgens, so zwischen 10 und 11 Uhr war das. Da waren noch nicht so wahnsinnig viele Touristen unterwegs. Ja, nach der Innenstadt ging es dann weiter zum Parlament in Straßburg. Auch dort nochmal ein kurzer Fotostopp. Ja, und ich habe dann auch gemerkt, wie es mir gesundheitlich wieder besser ging, wie ich wieder fitter wurde. Und deshalb kann es nun losgehen auf die lange Kurzstrecke, sag ich mal, die kommenden 45 Kilometer, die noch für diesen Tag anstehen. Schaut selbst! Ich muss ja sagen, diese Kreisverkehre haben mir so gut gefallen, dass ich als Radfahrer vorher mich nicht zu den Autos einfädeln muss, nicht mit denen gemeinsam mich durch den Kreisverkehr drücken muss, sondern einfach schön separat vorbeiradeln kann. Das finde ich super und würde ich mir viel öfter auch zu Hause wünschen. Wir fahren hier mal wieder durch ein Dorf und ich habe auch ein Hüngerchen, deshalb da schaue ich immer, wo dann die Kirche ist in dem Dorf, denn an der Kirche gibt es meistens eine Sitzbank oder Picknickbank und Mülleimer und manchmal auch Toiletten und einen Brunnen. Ja, und deshalb haben wir jetzt hier uns unseren Pauseplatz gesucht. Damit wir es etwas windgeschützt haben, haben wir die Bank hinten neben der Kirche genommen. Leider direkt am Friedhof, aber ich hoffe, die Toten verzeihen es uns, dass wir da unsere Vesperpause gemacht haben. So wie immer. Fräulein filmt und der andere schwimmermäßig. Genau. Höhle.
Wir fahren schon den ganzen Tag parallel zu einer Bahnstrecke und haben noch nicht einen Zug heute gesehen. Allerdings hier in Killstedt, da müssen wir die Bahntrasse queren. Und tatsächlich ist es hier so, dass auch ein Zug kommt. Hätte ich gar nicht gedacht, da ich den ganzen Tag noch keinen einzigen gesehen habe. Schaut selbst! Schaut mal, wie schön hier die Radfahrer am Ortseingang begrüßt werden. Insgesamt 5 Radler empfangen einen hier. Und nochmal Picknickpause ist natürlich auch ein Muss. Wie gesagt, 2-mal am Tag haben wir mindestens uns einen schönen Picknickplatz gesucht und haben eine Essens- und Trinkpause gemacht. Ja. Was gibt es hier? Es gibt Hummus, Oliven, Karottensalat, Linsensalat, Brot, noch ein paar Karamellkekse. Ja, sehr leckere Sachen, gute Stärkung für die letzten Kilometer. Und schon geht's weiter. Hier überqueren wir jetzt die Moder. Das ist ein relativ bekannter Paddelfluss, also bekannt und beliebt bei Kanufahrern. Ich finde es immer wieder schön, das auch so zu sehen auf Radtouren und mal zu schauen, ob das auch ein paddelbares Gewässer für uns wäre. Vor uns liegt jetzt das Dörfchen Beinheim. Das ist unser heutiges Tagesziel und dort sind wir auch schon in der Ferienwohnung angekommen. Das war unsere günstigste Übernachtung auf dieser Reise mit 51 € für die Nacht. Die Ferienwohnung war im Souterrain, also im Keller, war recht modern. Die Ausstattung eher einfach, aber vollkommen okay für unsere Ansprüche und das Bad fand ich auch sehr schön. Schon geht's weiter mit Tag 5, die letzte Tagesetappe. Wir fahren von Beinheim bis Rastatt. Das sind gerade mal kurze und knappe 12 Kilometer insgesamt. Da seht ihr es in der Karte eingeblendet. Warum so eine kurze Etappe? Ganz einfach, das Wetter hat uns nicht gefallen. Es war doch sehr verregnet an diesem Vormittag und wir wollten nicht den kompletten Tag im Regen auf dem Fahrrad verbringen. Deshalb haben wir uns entschlossen, morgens halt direkt wieder auf die deutsche Seite zu fahren, nach Rastatt und von dort aus eine Zugverbindung nach Hause zu nehmen. Also geht es hier erstmal über die Rheinbrücke wieder auf die deutsche Seite und die Brücke hier finde ich noch sehr schön. Eine alte Brücke, nebendran die neue Brücke. Auf der Straße sieht man noch, das war mal eine Eisenbahnbrücke, wird aber mittlerweile nicht mehr von Eisenbahn oder Straßenbahn genutzt. Die Gleise enden auch da, wo die Brücke übergeht, wieder in die normale Straße. Ihr seht es hier jetzt also nur noch eine Brücke für Autos, Radler und Fußgänger. Ja, weiter ging es dann über eine
relativ stark befahrene Straße. Dann wurde uns noch ein kurzer Abschnitt durch den Wald gegönnt, bevor es endgültig auf den normalen Radweg und in und durch die Stadt ging. Ich zeige euch hier noch die komplette Fahrt durch die Stadt Rastatt. Das heißt, mal sind wir gefahren, mal gegangen. Hier war ja Baustelle. Und ich hatte einfach vergessen, zwischendurch mal meine Kamera auszumachen. Deshalb hat die 8 Minuten am Stück durchgefilmt, wie ich also durch die ganze Stadt gegangen und gefahren bin. Ja, ist auch mal eine andere Ansicht hier. Und wir haben kurz vor dem Hauptbahnhof dann noch einen Halt gemacht und waren bei der Balkanbäckerei einkehren, haben Mohnstrudel und leckeren, sehr starken Kaffee bekommen. Hier ging es dann schon wieder weiter zum Zug. Der steht schon da drüben und wartet noch ein paar Minuten auf uns. Und schon kann die Heimfahrt losgehen. Ein kurzer Zwischenstopp zum Umsteigen noch in Karlsruhe. Und schon sind wir wieder in Mannheim und können die letzten Kilometer nach Hause radeln. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr hier liken, den Kanal abonnieren, einen Kommentar dalassen. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Video schaut bei Sylvie unterwegs. Vielen Dank und tschüss!